Guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Für die von euch, die neu sind, mein Name ist Stefan und ich bin Landschafts- und Naturfotograf. Und heute Morgen sind wir hier bei mir im lokalen Wald, ein paar hundert Meter von meinem Zuhause entfernt, und werden versuchen, ein paar Pilze zu fotografieren. Ich war gestern schon mal ein bisschen auf Erkundungstour und habe geschaut, ob nach dem ganzen Regenwetter und der Feuchtigkeit in der Luft die Pilze entsprechend sprießen, und das tun sie. Deshalb werden wir mal sehen, was wir heute so damit machen können. Die erste Herausforderung habe ich auch schon gefunden. Damit werde ich mich jetzt nicht so furchtbar lange aufhalten, aber ich finde es unheimlich spannend. Ich werde mal versuchen, euch das auf dieser Kamera zu zeigen, obwohl das wahrscheinlich schwierig wird. Wenn ihr diese weißen Pünktchen dort erkennen, dann kann mit dieser Kamera hier, mit der DJI Osmo Pocket 3, gar nicht nah genug ranzoomen. Aber das sind Mini-Pilze. Und die werden wir jetzt mal mit dem M2ICO 90 mm f3,5 und der OM1 versuchen einzufangen. So, ganz kurz zum Setup. Das ist die OM1 mit dem M2ICO 90 mm f3,5, wie bereits erwähnt. Und vorne aufgesetzt habe ich ein Godox Ring 72 Ringlicht, Akku betrieben. Damit kann ich schön von vorne beleuchten. Ich habe noch ein paar andere Beleuchtungsoptionen dabei, die werden wir gleich mal schauen, ob wir die brauchen. Ansonsten arbeiten wir erstmal mit dem Licht von vorne. So furchtbar viel Platz haben wir da an der Baumrinde eh nicht. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wie erwartet ist das Ganze so ein bisschen sketchy. Ich habe das Stativ hier irgendwie über so einen Baum geklemmt, muss es aber festhalten, sonst rutscht mir die Kamera nach vorne. Ich blende euch mal kurz das Video von der Kamera ein, damit ihr die kleinen Pilze sehen könnt. Die sind wirklich mini klein, ich würde sagen so 2-3 mm in voller Größe. Und dann blende ich euch hinterher das Bild ein, was ich da produziert habe. So, ich bin selber ganz gespannt, wie die Bilder vom ersten Feldversuch so werden. Ihr habt sie jetzt schon gesehen, ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich bin jetzt unterwegs zur nächsten Location, in Anführungsstrichen. Hier auf der rechten Seite des Weges liegt so einiges an Totholz. Und da wachsen auch immer mal ein paar ganz interessante Pilze. Und mal schauen, ob ich die Stelle von gestern wiederfinde. So, in einer der Stellen, die ich gestern gefunden habe. Und hier könnt ihr das schon sehen. Ist ein Pilz hier vorne. Das ist ganz gut, weil der so ein bisschen höher steht. Vielleicht komme ich da tatsächlich mit der Kamera von unten dran, kann ringsum ein paar Lichtquellen aufstellen, um dann ein schönes Foto zu machen. Aber ich werde jetzt erstmal aufbauen. So, ich habe hier so ein paar kleine Lichter von Rollei. Kann ich euch in die Beschreibung verlinken. Was ganz cool ist an diesen Dingern, ist, dass man da solche Farbfolien davor machen kann. Dann so einen Rahmen hat, der magnetisch hält und das einfach hier drauf klippt. Und schon wird aus dem tagweißen Licht ein orangefarbenes Licht. Das werden wir einsetzen. Und ich habe ein paar von denen. Das heißt, die werden wir jetzt vorbereiten. Es gibt auch hier solche Aufsätze, mit denen man das Licht noch besser fokussieren kann. Ich frage mich, ob das vielleicht sinnvoll ist. Ist vielleicht auch ein bisschen eng schon. Aber ja, wir werden da mal ein bisschen experimentieren, was da gut funktioniert. So, ich glaube, das war schon okay. Aber nicht ganz einfach, an den Pilz ranzukommen. Das ist ja ein 90 mm, das heißt auf Vollformat umgerechnet ein 180 mm. Und ich muss einfach ein bisschen weiter weg von dem Pilz. Ansonsten bin ich zu nah dran und ich möchte ja schon den gesamten Pilz drauf bekommen. Und bei diesen Bildern habe ich immer nur so einen Teil des Pilzkopfes drauf bekommen. Das war noch nicht so ganz ideal, aber ich glaube, weiter da drüben, da waren noch ein paar, die ein bisschen freistehender waren. Die werde ich jetzt mal versuchen.
Hier habe ich jetzt einen entdeckt, beziehungsweise gestern schon entdeckt, der sehr viel freier steht. Da vorne der Pilz, der steht auch wieder auf so einem Totholz. Und ich habe davor schön Platz, müsste gut drankommen. Außerdem ist hier in direkter Nachbarschaft auch noch so eine ganze Gruppe von Pilzen auf dem Totholz. Ich denke, die sind auch ganz fotogen. Aber jetzt geht es erstmal wieder ans Aufbauen, ins Beleuchten. Bis gleich. So, ich habe jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen experimentiert. Und hier ist das Beleuchtungssetup, mit dem ich am Ende hauptsächlich fotografiert habe. Mit der Kamera bin ich noch weiter runtergekommen als hier mit der kleinen Filmkamera. Was ich noch nicht gesagt habe, ich habe übrigens auch Fokus-Stacks gemacht. Das heißt, ich habe mit der Kamera so ungefähr 50 Bilder aufgenommen, wo der Fokus immer leicht verschoben wird, um mit möglichst niedriger Blende fotografieren zu können, sodass der Hintergrund schön unscharf wird und trotzdem die komplette Szene im Fokus sein wird. Das werden wir dann am Rechner zusammenrechnen. Ich hätte fast die Gruppe von Pilzen vergessen, die direkt links neben mir war. Also diese Gruppe hier. Die habe ich gerade auch noch kurz ein bisschen mit blauem Licht von unten beleuchtet und ein paar Fotos gemacht. Werde ich euch gleich einblenden. Und jetzt ziehe ich kurz weiter, um vielleicht noch 1, 2 Gruppen zu finden und zu fotografieren. Bin gespannt, was ihr von den ersten Versuchen haltet. Ich bin selber gespannt, was ich von den ersten Versuchen halte. Also ziehen wir mal weiter und gucken, ob uns noch was für die Linse springt. Ich habe gerade festgestellt, dass ich bereits 1700 Bilder gemacht habe. Durch das Focus-Stacking sammelt sich da relativ schnell ziemlich viel an. Und ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob ich das alles richtig gemacht habe, weil das wirklich das erste Mal ist, dass ich draußen bin, um Pilze zu fotografieren und die zu beleuchten und mit Focus-Stacking und allem drum und dran. Bisher habe ich immer nur sehr opportunistisch Kamera mitgenommen ohne Licht. Kein Focus-Stacking, einfach F11 oder F16 oder so irgendwas. Und dann draufhalten. Das heißt, das ist der erste ernsthafte Versuch. Und ich glaube, bevor ich jetzt noch mehr Zeit damit verbringe, weitere Kompositionen zu finden, weitere Pilze zu finden, die ich beleuchten könnte und fotografieren könnte, und auch im Anbetracht der Zeit, werde ich einfach mal zurücklaufen nach Hause. Und wir sehen uns dann im Büro, um die Bilder runterzuladen, zu versuchen, das Ganze wirklich Fokus zu stacken und sie uns dann gemeinsam anzuschauen. Beziehungsweise, ihr habt sie ja teilweise schon gesehen und könnt mir sagen, ob das was geworden ist oder nicht. Aber ich denke, das könnte auch ganz interessant sein, durch diesen gesamten Post-Processing-Prozess hindurchzugehen. Also, bis gleich im Büro. Ich bin im Büro und wir werden jetzt ein paar Bilder bearbeiten. Wie immer führen natürlich viele Wege nach Rom. Ich glaube, ich kenne 3 Methoden, um Focus-Stack zusammenzurechnen. Das ist einmal die manuelle Methode, indem man den kompletten Stack als Layer in Photoshop lädt. Über diese Menüoption hier in Photoshop als Ebenen öffnen. Aber da ich ungeduldig bin, werden wir natürlich nicht die manuelle Methode machen, sondern einmal mit Hilfe von Photoshop und einmal mit Hilfe von Helicon Focus den Stack zusammenfügen. Ich habe 2 Stacks vorbereitet. Einmal diesen hier mit 7 Bildern und dann nochmal einen mit 15 Bildern. Wir machen aber zunächst mal den mit den 7 Bildern. So, man kann das hier sehen, dass wir hier im ersten Bild, die sind leider hier im Stack nicht richtig sortiert, aber hier im ersten Bild ist hier der vordere Teil des Pilzes scharf und wenn wir dann durch die Bilder gehen, wandert der Fokus langsam nach hinten bis hier zum letzten Bild. Was man auch sehen kann,
dadurch, dass ich Freihand fotografiert habe, bewegt sich der Pilz ein bisschen. Ja? Also er ist nicht immer genau in der gleichen Position im Bild. Es sind leichtes Wackeln mit der Hand, ganz einfach, aber das können wir gleich in Photoshop lösen. Was wir aber zunächst machen werden, bevor wir das Ganze in Photoshop laden, ist, dass wir zunächst das Bild entrauschen. Ich habe leider mit relativ hoher ISO fotografiert. Das heißt, wir werden zunächst hier die Entrauschen-Funktion verwenden. Das Bild entrauschen. Das dauert ein paar Sekunden, aber das Ergebnis ist dann auch echt gut, meiner Meinung nach. Und das werden wir jetzt auf die anderen Bilder anwenden über diesen Synchronisieren-Button. Wir werden aber nur die Entrauschen-Option quasi synchronisieren. Das dauert jetzt natürlich auch eine ganze Weile. Aber ihr habt den Vorteil, dass ihr nicht wirklich darauf warten müsst, sondern dass wir einfach das Ganze beschleunigen. So, jetzt sind alle Bilder entrauscht. Was wir jetzt machen werden, ist, dass wir diese Bilder markieren und in Photoshop als Ebenen öffnen. So, jetzt sind alle Bilder geladen. Was wir jetzt als erstes tun werden, ist, die Ebenen miteinander auszurichten. Das findet ihr im Bearbeiten-Menü unter Ebenen automatisch ausrichten. Ich kann das hier einfach auf Auto stehen lassen. Okay. Und das war's auch schon. Jetzt sind die Ebenen miteinander ausgerichtet. Und während noch alle Ebenen markiert sind, werden wir jetzt auf den Menüpunkt Bearbeiten, Ebenen automatisch überblenden gehen. Bilder stapeln, kein Panorama erstellen. Ich wähle hier immer noch nahtlose Töne und Farben aus. Ich wähle aber nicht aus inhaltsbasierte Füllung für transparente Bereiche. Ich werde das einfach später zurechtschneiden. So, das dauert jetzt ein paar Sekunden. Und wie ihr seht, ist das super gut zusammengestackt worden. Man kann jetzt hier am Rand sehen, dass das ein bisschen beschnitten werden muss. Das ist aber vollkommen okay, das können wir machen. Können das jetzt auch direkt hier in Photoshop machen und das hier einfach ein bisschen verkleinern. Und gut ist. Aber jetzt könnt ihr sehen, dass von der Vorderseite des Pilzhutes bis hinten hin alles schön scharf ist, genauso wie wir das wollten. Und das hat auch super schnell funktioniert. Was wir jetzt noch machen können, ist hier die Ebenen zusammenfügen, das Ganze speichern und Photoshop schließen. In Lightroom haben wir jetzt hier das bearbeitete Bild. Ihr könnt jetzt sehen, das ist ein TIFF geworden. Das ist das Standardformat, in dem Photoshop die bearbeiteten Bilder speichert und dann zurück nach Lightroom importiert. Hier können wir jetzt weiter bearbeiten, aber da es jetzt hauptsächlich um den Stack gehen soll, was wir jetzt als zweites machen werden, ist die zweite Methode, und zwar über Helicon Focus die Bilder zu stacken. Und das machen wir jetzt am Beispiel dieses zweiten Stacks. Ähnliches Bild. Man kann hier wieder schön sehen, wie der Fokus nach hinten wandert. Ups, das war der erste Stack. Um diesen Stack soll es jetzt gehen. Was ich festgestellt habe, ist, dass Photoshop, gerade wenn es nur eine Handvoll Ebenen sind oder bis zu 10 Bilder, die man zusammenstacken möchte, recht gut funktioniert. Aber sobald es mehr Bilder werden, bekommt Photoshop unter Umständen Schwierigkeiten. Und man kann das zwar dann manuell fixen, indem man die Ebenenmasken in Photoshop händisch bearbeitet. Das finde ich aber relativ aufwendig. Und von daher für größere Stacks und wenn man das Ergebnis, das zusammengestackte Foto auch als RAW-Datei haben möchte, bietet sich Helicon Focus an. Und das machen wir jetzt als nächstes.
die Bilder des Stacks hinzu, die wir zusammenrechnen wollen. So, das sind diese 15 Bilder. Das geht bestimmt auch irgendwie geschickter. So, ihr habt vielleicht gemerkt, ich habe das Ganze jetzt noch nicht entrauscht. Müssen wir vielleicht auch nicht. Das ist ISO 500, ist gar kein so starkes Rauschen drin. Aber da das Output des Ganzen auch ein RAW ist, kann man das Entrauschen auch noch nachher machen, ohne erhebliche Qualitätsverluste einbüßen zu müssen. Aber alles, was man jetzt hier in Helicon Focus machen muss, nachdem man hier diese Bilder geladen hat, ist auf Rendern klicken. Helicon Focus ist natürlich nicht kostenlos, beziehungsweise man kann eine kostenlose Version verwenden, die aber sehr limitiert ist. Man muss dann, glaube ich, sogar die Pro-Version kaufen oder wie auch immer die Lizenz heißt, um RAW-Bilder verarbeiten und ausgeben zu können. Aber wenn man viel Focus-Stacks macht, auch gerade dann in der Makrofotografie mit Insekten zum Beispiel, lohnt sich meiner Meinung nach die Anschaffung der Lizenz 100%. So, das Ganze ist jetzt fertig. Man kann sehen, dass der Focus-Stack hier wieder sehr schön geworden ist. Dieser spezielle Focus-Stack von diesen 15 Bildern hat für mich zum Beispiel in Photoshop nicht funktioniert. Ihr merkt auch, dass man hier nicht das Ausrichten manuell vorher machen muss. Das macht Helicon Focus während des Stacks automatisch. Und wir können jetzt im Prinzip dieses Bild nehmen und hier unter Speichern als DNG speichern. Das habe ich schon gemacht. Von daher werde ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Eine Sache, die vielleicht noch ganz interessant ist, wenn jetzt dieser Stack nicht perfekt ist, kann man hier sehr komfortabel Bereiche aus anderen Bildern verwenden, indem man hier einfach diesen Pinsel nimmt, den man hier natürlich auch mit der Pinselgröße einstellen kann und dort drüber zeichnet, wo man eben ein anderes Bild verwenden möchte. Das ist ganz praktisch, gerade bei großen, komplizierten Stacks muss man diese Nachbearbeitung machen. Ist ähnlich wie die Ebenenmasken in Photoshop zu manipulieren, aber eben sehr viel komfortabler gelöst in der Helicon Focus Software. Das war es auch schon. Ich hoffe, das hat euch so einen kleinen Einblick gegeben, wie das softwareseitig zu lösen ist und wie man dann am Computer die Bilder zusammenrechnet, um ein durchgängig scharfes Makro zu bekommen. 4 Dinge, die ich insgesamt gelernt habe bei diesem ersten Versuch, Pilze zu fotografieren. Erstens, ein Stativ verwenden. Es war unheimlich schwierig, für das Focus-Stacking die Kamera ruhig genug zu halten, bei 90 mm bzw. 180 mm auf Vollformat umgerechnet. Jede Bewegung wirkt sich aus. Ja. Es hat zwar funktioniert, die meisten Stacks haben funktioniert, aber es wäre wesentlich einfacher im Feld, einfach ein Stativ zu verwenden, um die Komposition und die Kamera stabil zu halten. Zweitens, eine niedrigere Blende und eine niedrigere ISO. Ich hatte sehr viele Bilder, die ich bei ISO 3200 fotografiert habe, und bei der OM1 sieht man dann doch schon deutliches Rauschen. Das kann man zwar alles im Post-Processing rausrechnen, ist aber zusätzlicher Aufwand, den man vermeiden kann, wenn man einfach im Feld direkt eine niedrigere ISO verwendet. Die niedrigere Blende wiederum würde ich verwenden, um den Hintergrund noch weicher zu gestalten. Der war mir teilweise zu detailliert. Ja, von daher niedrigere Blende, niedrigere ISO beim nächsten Versuch. Drittens, ich habe bis zu 60 Bilder im Stack aufgenommen. Ich glaube, das war tendenziell ein wenig zu viel. Ich denke, weniger Bilder hätten da auch genügt. Das ist nicht weiter schlimm. Man kann sie ja löschen, wenn man sie nicht braucht. Aber um einen einfacheren Überblick über all die Bilder zu gewinnen, die man gemacht hat, wären weniger Bilder im Stack von Vorteil. Wenn ich aber tatsächlich beim nächsten Mal mit niedrigerer Blende fotografiere, könnte es durchaus sein, dass ich 50, 60 Bilder brauche, weil der Tiefenschärfenbereich dadurch natürlich nochmal geringer wird. Muss man also testen, wenn ich das nächste Mal rausgehe. Und viertens, alles manuell einstellen. Belichtungszeit, Blende, ISO, Weißabgleich. Mir ist aufgefallen in den Stacks, dass die Belichtung und auch die Farbtemperatur teilweise innerhalb eines Stacks unterschiedlich war. Das Stacking hat das zwar normalerweise nicht gestört, oder zumindest konnte ich das nicht so feststellen, aber ich denke, um perfekte Stacks hinzubekommen, ist die manuelle Auswahl all dieser Parameter sinnvoll, um alles stabil zu halten und dann wirklich 50, 60 Bilder zu machen, die 100% gleich sind, bis eben den Fokuspunkt, den das automatische Fokus-Stacking der Kamera setzt.
Falls euch das Video und die Fotos gefallen haben, lasst doch gerne ein Like da. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr über eine Diskussion freuen. Und falls ihr weitere Videos von mir draußen in der Natur sehen wollt, abonniert gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.